Das Ding wiegt mindestens 300 Kilo. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Nee. Das war, muss ich auch ehrlich sagen, war auch nicht ungefährlich. Meine Hand ist runter, Hand ist runter, Hand ist runter. Hoch. Kann es sein, dass ich dumm bin? Ich habe das Teil sofort gehasst. Okay, jetzt nicht erschrecken. Bitte, bitte nicht erschrecken. Herzlich willkommen zu Murat dreht am Rad, der spannendsten, actionreichsten, teuersten TV-Produktion im deutschen Fernsehen. Es ist ein tolles Handwerkerformat mit Deutschlands hübschesten Handwerker, die Deutschland zu bieten hat. Ich habe mich gerade selber angelogen. Ich wollte nur was sagen. So, okay. Auf jeden Fall bekommen wir von tollen Zuschauern etwas zugeschickt. Es ist etwas aus dem Keller, vielleicht ist es auch Schrott, wir wissen es nicht. Und wir müssen was ganz, ganz Neues daraus machen. Jetzt gucken wir mal, was es ist. Und lass uns mal selber überraschen. Ich habe keine Hoffnung. Ich habe auch keine Hoffnung. Aber ja. Also ich habe, als wir den Wagen aufgemacht, ich habe das Teil sofort gehasst. Okay, komm. The importance of it, yeah, we're back to work. I took time off. All the rappers got jerked due to the fact they whack in their track. Have to go back and stack cause they lack the ingredients. Oh, oh. Das sind auch meine. So, das ist ein Brief. Yeah. Oh, da sind noch Fotos drin. Lieber Murat, lieber Günni. Diese schöne Windmühle meiner Oma ist nun sicherlich schon 30 Jahre alt. Ja, die Windmühle kommt ursprünglich von meiner Oma, also die Uroma vom Leon tatsächlich auch schon. Die Windmühle ist eigentlich tagtäglich im Gebrauch. Die wird sehr gerne gespielt von unserem Sohn Leon. Wir haben dem Windrad dran rumgedreht und alles Mögliche angefasst und Autos fahren drauf rum und was es so alles gibt. Das Dachboot. Für jedes Kind gab es eine Windmühle. Meine Oma hatte 3 Kinder. Jetzt gibt es noch eine Windmühle, die anderen beiden sind schon kaputt. Die haben es nicht überstanden die letzten 30, 40 Jahre. Ich finde es eine schöne Erinnerung, ein schönes Andenken an die Oma, die wir zwar leider nicht kennen, weder Leon noch ich, aber ja. Also man merkt, dass sie lang im Regen und im Wind gestanden ist. Die Farbe blättert ab und ein paar Sachen sind kaputt. Die würde wahrscheinlich den nächsten Winter nicht mehr überstehen. Ich sag mal, wenn wir jetzt das so hinbekommen, dass es nachher noch ein bisschen daran erinnert, dass immer noch ein bisschen Windmühlenteile übrig sind, ist, glaube ich, völlig okay. Wenn es nachher irgendwie eine Heizung wäre, wäre nicht so toll. Aber ansonsten ist, glaube ich, wäre für meine Oma das auch voll in Ordnung. Viele Grüße aus Tinningen, Daniela, Tobias und Leon. Günni, ich finde es immer ganz bedenklich, wenn man Dinge im Garten macht mit Holz. Weil das hält nie lang. Holz verwittert und man merkt hier, das ist Pressspan. Das ist wirklich vermodert. Verfault, verfressen. Was willst du daraus machen? Nee, nichts. Nee, guck mal, da ist wirklich... Ja, das ist alles kaputt. Das müsstest du komplett neu aufarbeiten, komplett. Und dann hättest du aus einer Windmühle eine neue Windmühle gemacht. Das ist nicht der Sinn der Geschichte. Wir müssen uns was Tolles einfallen lassen, was die Menschen begeistert. Etwas brutal Geiles. Wen holt man bei sowas? Einer, der noch durchgeknallter ist als ich. Weißt du, wir rufen Schorschi an. Der kommt nicht. Doch, der kommt. Schorschi, komm, kannst du kurz vorbeikommen? Ich muss dir nur kurz was zeigen. Glaubst du nicht, was ich gerade entdeckt habe? Nö, eigentlich nicht. Wie jetzt? Sag doch sowas nicht. Ja, wir haben doch auch ein Herz. Also, schaffst du eine halbe Stunde kurz? Nur kurz, wirklich. Kriegt mal hin. Okay. Passt schon. Bis gleich, Schorschi. Bis Ciao. dann, ciao. Jetzt gucken wir einfach, dass wir viel im Rad erdrehen, ein hohes Budget haben, weil dann gucken wir, was wir daraus machen können. Vielleicht können wir auch 5, 6 richtige Handwerker einstellen für das Budget, die das dann richtig machen. Das schaust du ja nicht. Also komm, dann drehen wir.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Bei dir müssen natürlich 5 jetzt rauskommen. 1000. 1000 Euro. Was willst du mit 1000 Euro machen? Jetzt mal ganz ehrlich. 1000? Farbe kostet 200, 300. Verstehst du, was ich meine? 1000 ist besser Schreibpapier wie gar nichts. 750. Ja. Aber wir müssen mit dem klarkommen, was man hat. Deswegen Sei ruhig. arbeite ich auch mit ihm zusammen. Sei ruhig. Ich kenn diese Extremsituation, aus nichts viel zu machen. Aber wir kriegen es hin. Jetzt sagen wir, was der Georgie sagt, 1000 Euro, der verpisst sich wieder. 100%. Ja, auch diesmal gab es eine Challenge und die war richtig genial. Gibt Günni viele High Fives. Okay, das heißt, ich sage immer zu ihm, komm, check, gib 5. Ja, oh Mann, gar nicht. Das heißt, es wird ein bisschen motivationsmäßig diesmal, wo ich sage, komm Günni, du schaffst es, gib 5. Diese Sendung, Günni, bist du erledigt. Lass dir Begriffe von Murat auf Türkisch übersetzen. Das kann er hin. Was willst du denn da abschleifen? Was willst du denn da restaurieren? Das Ding kannst du wirklich runterreißen, da geht gar nichts. Das ist das erste Mal, dass ich echt, wir haben nur 2 Tage Zeit. Wir haben kaum Budget, verstehst du, was ich meine? Was willst du denn daraus machen? Die beiden haben tolle Ideen, die können tolle Sachen machen. Die holen sich auch Profis dazu, bevor sie uns ganz kaputt machen. Und da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Das werden die ganz toll machen. Ah, Georgie. Alles okay? Georgie, alles klar? Ja. Georgie? Oha. Oha. Und, was ist der Plan? Soll ich dir ehrlich sagen? Hoppala. Da ist keine Substanz da. Da fehlt jegliche Substanz, wo du was draus machen könntest. Männer, ich hab Hunger. Wie wär's, wenn wir uns die Pizza abstellen? Wir haben 9 Uhr und du willst eine Pizza. Ja, und ist egal. Hast du auch gerade gedacht? Holz, Hitze, Pizza und dann BAM! Wie, kennst du das wie bei Bruce Lee? So. Ja, nochmal. Okay. Ja. Ging es dann. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Georgie, was wir machen? Lass uns einen Pizzaofen draus machen. Ohne Spaß. Lass uns einen Pizzaofen draus machen. Und zwar, wir benutzen das Ding einfach Als Brennholz. als Brennholz. Vielleicht geht irgendwas mit Wasser, eine Art Springbrunnen, irgendwas mit Solar. Man hat viele Orte im Garten, wo man vielleicht ein bisschen eine Wasserleitung hinbekämen. Mit Wasser könnte ich mir gut vorstellen. Ich mache eine coole Zeichnung. Okay. Jetzt erstmal die Zeichnung sehen. Ja? Ja? Okay. Georgie, du hältst dich zurück. Lass ihn zeichnen. Ja, macht auch. Mache ich jetzt auch. Zack, 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 zack. So. Dann überlege Ofenrohr. Ofenrohr oben drauf. So. Jetzt hole ich gleich beim Nachbarn die Platte, okay, dass wir es aufbauen können. Und dann besorge ich das ganze Material noch und dann müssen wir aufbauen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Wir mussten eigentlich für den Pizzaofen einen Aufbau machen und da brauchten wir das Grundgerüst. Und für das Grundgerüst brauchten wir so eine Trägerplatte, so eine richtig dicke Stahlplatte. Und wir haben da einen Nachbar bei uns und da haben wir wirklich ganz kurz angerufen und er hat alles in kürzester Zeit, es hat keine 15, 20 Minuten gedauert, das Ding fertig gehabt. Da haben wir mehr Glück als Verstand gehabt, richtig? Ja. Also ich habe mehr Glück, du hast keinen Verstand. Genau. Durch die 5 mm Platte wird jetzt hier aufgesetzt und aus dieser Platte schneiden wir das jetzt aus mit dem Laser. Jetzt müssen wir nur zurück etwas. Der muss dann wegen dem Fahrer, ja. Wenn er hier kommt jetzt der Laser und macht das Ding jetzt. Der schneidet es jetzt komplett. Wahnsinn. Alter, das ist doch nicht normal. Guck mal, wie wenig Abfall, wie effizient. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this too far, son. So that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more life. Alles klar, Wunderbar. Männer. Wir hören uns. Jawohl. Mach's gut, Dankeschön. Gruß an die Frau. Mach ich. Ja, also als wir die Windmühle halt bearbeitet haben, als du weg warst. Bearbeitet? Ja, ich Nennt man das bearbeiten, ja? Oh, hör mir auf, hey. Lach nicht. Die drehen sich alle durch hier. Günni, geh mal auf Seite. Hoppala.
Hoppla. Das ist kaputt geworfen, kaputt Nein, gejagt. das ist runtergefallen. Ja, klar. Ihr verarscht mich gerade, oder? Hi Murat. Was habt ihr gemacht? Ihr habt das Ding zerstört. Ich hab gedacht, ihr baut es auseinander. Was ist das? Ein paar Teile. Ist es euer Ernst? Das hat sich pulverisiert. Kennst du den Film Die Mumie? Wenn sie das Grab öffnen und dann schwindeln die gerade so in sich zusammen. So ist passiert. So. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Nee, Ehrlich jetzt? ehrlich. Guck dir das Ding mal an. Ich hab gedacht, wir retten noch irgendwas. Haben wir doch. Da Was? auf dem Tisch. Ist doch cool, oder? Jetzt überleg mal, 4. Generation von der Oma, die nicht mehr lebt. Und ich habe gedacht, die machen das ein bisschen mit Respekt, ein bisschen Ehrfurcht. Willst du mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Aber jetzt kann das Zeugs trocknen, was da ist. So. Da war der Pilz Das war drin, der komplett Schimmel. nass. Alles. Männer, komm, ich habe alles geholt. Lassen wir uns was einfallen. Helfen mal geschwind. Wow, Geht's? war 5 mm richtig. Guck, wie schwer das Ding ist. Steine hast du auch geholt? Ja, ich habe alles geholt. Überleg mal, wenn der ganze Pizzaofen drauf ist, weißt du, wie schwer das jetzt schon ist? Das müssen wir zu 4 tragen. Was bist denn du für eine Memme? Das Ding wiegt 20 Kilo hier. Jetzt. Ja. Ich glaube, der Stumpf, hör auf. Der Stumpf. Ja, ist schon das letzte Loch, lass mich mal. Hammer? Ich schaff das. Du drehst doch falsch rum. Ach so, ja, stimmt. Nee, ich habe richtig rumgedreht. Dann ist der Stumpf, der ist kaputt, der Bohrer. Schon, ich glaube, der Bohrer ist kaputt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Du hast Linkslauf gedreht. Ah ja, jetzt wollte ich gerade sagen. Geh weg jetzt, hab ich gesagt. Manchmal ist es ganz wichtig, Ich glaube, der dass man, nein, es ist manchmal ist ganz wichtig, dass man die Aufmerksamkeit seiner Kollegen prüft. Auf sich zieht. Ja, Güni, auf links dreht. Ich glaube, der Bohrer ist kaputt. jetzt haben wir das Grundgestell fertig und hier drauf machen wir jetzt den Aufbau für den ganzen Pizzaofen. So, jetzt holen wir uns die Schamottsteine, legen sie mal aus und dann fangen wir an, eigentlich schon mal hochzuziehen. Schamottsteine sind was ganz Besonderes, das sind feuerfeste Steine und das braucht man ganz einfach für einen Pizzaofen. Jungs, das Ding wird wirklich saumäßig schwer, gell? Bin echt mal gespannt, wie wir das Club kriegen. Da bin ich raus. Es wird nicht einfach. Du musst an dem Tag wirklich gut frühstücken. Ihr könnt auch einen Kran holen. Ja. So, jetzt hat der George jetzt das alles mal so hingestellt. Wir haben hier 3 verschiedene Räume. Ganz wichtig. Hier vorne haben wir den Garraum, wo die Pizza nachher ist. Und hier ist der Feuerraum. Hier ist das Feuer. Und hier ist der Leerraum. Hier oben. Okay, das war aber gut, gell? Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich gehe schon mal raus, schneide. Ich habe vergessen, man sollte vielleicht auch eine Gesichtsmaske tragen. Es ist wirklich auch dumm, das ohne Atemmaske zu machen. Aber komm, jetzt noch ein Stein. Ich habe hier noch im Garten kistenweise von diesen alten Mauernsteinen. Das sind wirklich von altem Gebäude, das ist von einem Abbruchhaus. Da haben wir einfach die Backsteine in der Mitte durchgeschnitten. Damit haben wir unser ganzes Haus verblendet. Und ich finde, wenn wir so einen altdeutschen Pizzaofen machen oder einen Flammkuchenofen, passen die wirklich super. So ein Used Look. Und man hat keine neuen Rohstoffe hergestellt, sondern alte einfach wieder aufgebraucht. Und dann nehmen wir noch ein paar mit. Ich glaube, die können wir wirklich noch mit einem Flexkleber einfach noch dran kleben. Sieht echt super aus.
Oh, nimm mich jetzt mit. So, Männer, guck mal. Davon habe ich noch kistenweise bei uns im Garten, Georgie. Das ist alte Mauergesteine. Hier ist es wirklich wichtig, die richtigen Baustoffe zu verwenden. Man sieht oftmals im Internet, dass manche Leute nur Ziegelsteine benutzen, die nachher bei Feuer wirklich ausbrechen. Oder einen ganz normalen Zementmörtel nehmen, anstatt ein Feuerzement. Das ist ganz wichtig. Schamottsteine, das ist das Erste. Und ein Feuerzement zu nehmen, dass wirklich alles auch bei einer Glut, bei einer richtigen Hitze nicht alles gleich auseinanderbricht. Sag mal, das hätte man doch auch schon fertig kaufen können, oder? Aber dann hätte es nicht so Spaß gemacht. Ja, genau. Dann wärst du komplett sauber, das ist scheiße. Hier, Genau. hier, Genau. hier. Und hier das auch wegschmeißen. Nein. Ja. Das rausschneiden. Das ist Abfall, guck. Das. Dieses, da der Strich, an dem Strich. Alles, was Strich ist, ist Abfall. Alter, nee. Nein. Dann mache ich das schon. Ach du Scheiße. Die schwersten Dinge lassen sie mich machen. Aber ich habe davor keine Angst. Ich mache das jetzt. 10 €, dass es bricht. Stoschi, geh weg. Warte, wir müssen Kleber drauf machen. Warte. Probier erst mal, ob es passt. Das muss passen. Was ist für euch? Das Loch müssen wir noch rausflexen. Weißt du, was offen war? Das ist wirklich eine Scheiße. Scheißarbeit. Georgie macht jetzt überall hier die Steinwolle seitlich drauf. Das dient dazu, das Ding hier zu isolieren, dass die Hitze wirklich komplett drin bleibt. Nach dieser Steinwolle kommt noch mal ein Drahtgitter drauf und auf dieses Drahtgitter machen wir noch mal die Verblender. Da haben wir eine richtig coole Steinoptik, das sieht echt richtig schön aus. Kollege, jetzt hast du die falsche Seite eingeschmiert. Alter Verwalter, hey. Und ich habe noch gedacht, Alter, das geht aber natürlich. flott. Du hast gedacht. Ja. Ha? Ah, das gibt's doch nicht. Was ist los, Georgie? Jetzt passt es halt auf der Seite mit Glück auch. Ah, das ist ja ein Wunder, ey. So viel Glück gibt's gar nicht. Das ist ja mehr Glück als Verstand. Ohne Scheiß. Ja. Weißt du, wie mein? Wenn wir das jetzt gut gemacht haben, dann dürfte normalerweise außen der Stein nicht warm werden. Wir müssen das jetzt kurz antrocknen lassen. In der Zwischenzeit tue ich mich kurz abduschen, weil mich juckt es gerade überall an. Alles klar, mach Okay? mal. Ich muss natürlich immer wieder duschen, weil dieser Steinstaub, der sieht ja auch voll komisch aus. Man sieht es ja auch, wie ich die ganze Zeit rumlaufe und aussehe. Ich bin so ein Mensch, ich kann das nicht brauchen. Ich muss immer wieder duschen. So, was wir jetzt machen mit dem Georgie, ganz einfach. Wir machen jetzt diese Klinker an den Pizzaofen ran. Und wir verwenden jetzt wirklich noch diese Windmühle. Das Gerippe steht ja. Und da machen wir so einen coolen Schlot. Weil das ist unsere Pizzafabrik. Genau, Schornstein. ein Schornstein. Man nennt es auch Schlot. Dann tue ich das jetzt komplett restaurieren. Ich mache das draußen und tut mir einen Gefallen. Ich möchte alleine gelassen werden. Ich möchte es wirklich alleine machen, weil ich brauche jetzt meine völlige Konzentration für dieses Ding. Weil ich habe was Geniales vor. Das ist alles morsch. Das Coole ist halt an der Arbeit mit den zwei, die sind richtig durchgeknallt.
Der George ist ein richtig cooler Handwerker und der weiß wirklich, was er macht. Der hat in seinem Leben schon sehr, sehr viel gemacht. Der Günni kann auch richtig viel und es macht einfach Spaß mit den Jungs. Man verarscht sich ein bisschen gegenseitig, man nimmt sich ein bisschen auf den Keks. Aber das ist das Schöne dran. Mutter, willst du einen Kaffee, wohl? Den hast du dir verdient. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Super. Ja, hast du das schon mal gemacht? Ha, ich habe YouTube-Video angeguckt. Ah, okay. That's where the money's gone. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Das war eine gute Idee von mir, dass ich euch das auseinanderbauen ablasse. Weil jetzt hat man nämlich gesehen, was für ein Schatz eigentlich drunter steckt. Das hat ausgesehen wie alles, als wäre alles morsch und jetzt kommt so ein schöner Eiffelturm. Weißt du, was ich glaube? Dass der Eiffelturm früher auch mal eine Windmühle war. Und die hinten ist nämlich zusammengebaut bekommen und hinten ist einfach das Gerüst weggemacht und dann war das der Eiffelturm fertig. Meinst du, da war da auch so Vollpfosten dabei wie du? Ja, so 100%. Hast du einen Onkel gehabt? Nein. Hieß der Gustav Eiffel? Nein. Doch? Was heißt eigentlich auf Türkisch Pizzaofen? Pizzaofen? Pizzaöfen. Lahmacun. Pizzaöfen. Lahmacun Ocak. Was heißt dummer Chef auf Türkisch? Du. Das muss man merken, sag mir mal. Nein. Was Nein, heißt das? Sag ich nicht. Josh, was heißt das? Warum fragst du mich auf Türkisch? Kann ich mal sagen? Bei uns kannst du so nicht fluchen, das gibt's so nicht. Ja. Bei uns, wenn du bei uns fluchst, ist immer der ganze Stammbaum. Das ist türkisch eine blumige Sprache. Man sagt zum Beispiel auch, wenn man eine Frau toll findet, Gözümün çiçeği. Das heißt die Blume meines Auges. Jesus Gott. Ja, ist echt so wie so ein Minisänger, gell? Ich? Schon das schon. Heaven sent, absence of the man for what they represent. Self-assured, financially secure from the jobs they procure. Ich würde euch empfehlen, noch ein paar Paletten mitzunehmen, einen Hubwagen. Ergonomics to the max, helps them work out how to pay their least tax. Squash racket, made to match a jacket that cuts the month's wages of the lower tax bracket. Wie viel brauchst du noch ungefähr? Zählst du? Pass auf, sag mir ehrlich, muss ich noch mal schneiden wahrscheinlich, ja? Ihr müsstet um das Rohr und die andere Seite auch noch. Okay. Aber blas sie doch mal geschwind aus. Papa, siehst du das? Schön, ja? Weißt du, was das ist? Komm, Weiß nicht. dein Schwiegersohn hat eine perfekte Backofen gemacht, Vater. Ja, schön. Für den Garten. Schön, gell? Ja, wunderbar. Das ist aus meinem Kopf, Papa. Bester Schwiegersohn, gell? Ja, ja. Bester Schwiegersohn. Beste, ja. Wenn er wieder kommt, ist es immer cool. Und der macht immer gern Witze über mich. Und ich finde es in Ordnung. Ich mag das auch. Wir veräppeln uns ein bisschen gegenseitig. Normalerweise mein Kopf müsste so groß sein. Vielleicht groß, aber leer sein, oder? Leer, innen leer. Ja, wenn groß, Groß, dann aber leer. Es ist so ein gegenseitiges Necken, wie es eigentlich zwischen uns ist. Aber ich liebe ihn über alles. Ihn, nicht dich. Ach so. Ja, aber dich auch. Ich weiß. Ja. Don't bite on something that you can't chew and don't trail behind when I'm coming through. Frontin' to feel that you really can't feel, cause you're trying to feel what's on my reel to reel. A tree is rap. The cool June bugs, the wicks, the wax. Praise the rhythm, count to 10 before we're past the coots. Now that's family. Equipped with the brothers and the sisters and the sisters and the brothers. Ja, das wolltest du machen alles. Ja. Was ist? Was soll ich alles? Bin ich die One-Man-Show? Ich möchte alleine gelassen werden. Ich möchte es wirklich alleine machen, weil ich brauche jetzt meine völlige Konzentration für dieses Ding. Hast du gesehen, dass Batman alles alleine macht? Ja, vielleicht macht Spider-Man auch alles alleine. alleine? Statt zu babbeln schneide ich deinen, dann kannst du hier weitermachen. İyi ustanın harcı artmazmış. Er macht jetzt den letzten Stein, darf er setzen. Das ist der El Presidente-Stein. So.
Jetzt mal ohne Witz, Jungs, habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, wie wir das alles transportieren? Ich meine, wir machen uns ja die Probleme erst, wenn sie da sind, aber vielleicht können wir uns mal vorher schon Gedanken machen. Du lachst dich natürlich tot, Georgie. Du bist weg und ich darf mit dem das Ding rumschleppen, verstehst du? Das Ding wiegt mindestens 300 Kilo. Keine Probleme, die nicht lösbar sind. Ich zum Beispiel habe einen Arzttermin. Murat macht das schon. Man ist ja völlig in diesem Baumodus. Man denkt eigentlich gar nicht. Mir sagt man, Pizzaofen, hol die Steine, wir mauern das. Wir haben das Problem schon mal gehabt. Wir haben das mal beim Hochbeet gehabt, kannst du dich noch erinnern? Ja. Und das war zu groß. Und man denkt in diesem Moment gar, wenn man so richtig cool in diesem Flow ist. Aber 300, 400 Kilo, das darfst du teilweise nicht mal in einen Anhänger reinladen. Wie OMG, gell? Ja, OMG, ja. Ja, Mann, genau. So, Jungs, jetzt sind wir gemauert, jetzt sind wir auch ausgefuckt. Jetzt ist der erste Tag fertig. Jetzt müssen wir es trocknen lassen. Morgen machen wir den Kamin rein und ich mache diesen Turm dort fertig. Und dann müssen wir noch mal anfeuern. Aber das machen wir heute nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Und außerdem, ich will mich jetzt zum dritten Mal heute noch umziehen. Dann lassen wir das trocknen und morgen tun wir den mal aufheizen und machen noch die kosmetische Operation. Heute werden wir ihn richtig einheizen, Georgie. Was machst du jetzt als nächstes? Günni und ich setzen hier noch Schamottsteine, okay. Ablageflächen und das Ofenrohr. Das Ofenrohr tue ich nachher noch lackieren. Dann machen wir eine richtig coole Rostoptik. Dann nehme ich das, was von der Mühle übrig geblieben ist, was ich gestern retten konnte, was der Günni zerstört hat. Bitte einmal die Aufnahme zurück. Los, fangen wir an. Diesen Turm hier werde ich nachher auf den Pizzaofen legen. Und das Ofenrohr wird hier rausschauen und es wird so aussehen, wie soll ich sagen, so ein riesengroßer Schornstein, ein bisschen Industrial-Style, sieht richtig cool aus. Ein bisschen ähnelt es ja wirklich dem Eiffelturm. Kannst du mal kurz... Du kannst aber nicht dafür 5 verschiedene Schrauben nehmen, ne? Was? Du musst dann eine Kunst. Sorte Schraube haben. Das ist Kunst. Was verstehst du von Kunst? Okay. Kann es sein, dass ich dumm bin? Ich wollte es nicht sagen. Aber ohne Spaß. Ich wollte es nicht sagen vor der Kamera. Aber. Dann machen wir Doppelschraube rein. Machen wir hier rein und dann tun wir die nachher wegmachen und wieder rein. Was machst du da rein? Eine Doppelschraube? Ja. Ah, dann bauen wir noch ein drittes Loch. noch ein drittes Loch. Hau jetzt ab, weg. Ja. Gib mir die andere Schiene. Georgie, eine Frage habe ich. Jetzt das Ding einfach lackieren? Klarlack. Ja. Rost lassen. Das ist, wenn ich mit dir zusammen schaffe, irgendwann. Irgendwann hört es auf, gell? Bricht die Dummheit in mir auch aus. Es fährt ab, gell? Ja. Ja. Weißt du, was ich auch Und das dauert dann 10 bis 12 Stunden, bis ich wieder normal werde. Ja. Hör auf, mich anzufassen. Ich mag das. Nein, aber ich mag es nicht. Wenn du lachst, dann wackelt dein Bauch. Das sieht nachher wirklich aus wie so ein Schlot, wie so ein hoher Schornstein. Irgendwie hat es auch etwas von einem Strommast. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussehen könnte. Mein Gott, hey, schau, das wird immer schwerer, das Ding hier. Ich bin mal gespannt, wer das nachher schleppt. So hat es vor. Und ich finde das richtig episch. Sieht aus wie so ein Bohrturm in Texas, wie der Eiffelturm, wie ein Schlot. Echt genial. Alter, hey. Oh.
Dieser Schlot soll ja so richtig Used-Style sein, so richtig Industrial-Stil. Und jetzt machen wir diesen Rosteffekt. Hier diese Teilchen, was ich hier ausgeschnitten habe, die tue ich jetzt mal ganz kurz mit dem Schwarz nur kurz grundieren, nur ganz leicht. Dann kann man ja im Baumarkt so Rostfarbe kaufen. Diese Rostfarbe ist aber, finde ich jetzt ganz persönlich nicht so cool, weil es sieht eher bräunlich aus. Und da gibt es einen ganz coolen Trick. Einfach eine Dose nehmen und jetzt einfach reinsprühen. So. Das mache ich jetzt nur, wenn ich eine Dose habe. Man kann es auch ganz normal als braune Farbe nehmen zum Beispiel. Wenn man das zum Beispiel jetzt nicht hat, ist auch einiges günstiger. So. Jetzt einfach mit dem Schwamm reingehen. Und jetzt ist ganz wichtig, nicht verziehen, einfach nur antupfen. Look at this. Oh, what a wonderful color. Ah. Also wir werden den jetzt über 3-4 Stunden so langsam anfeuern. Was dann passiert ist, dass dieser Schamottstein, der die helle Farbe hat, der wird sich einmal ganz schwarz färben von dem Ruß vom Ding. Und wenn der Ofen, also wenn der Schamottstein die Temperatur bekommt, wird er weiß. Daran erkennt man eigentlich, dass man die Hitze dann haben, dass der Ofen bereit ist, um eine Pizza oder Brot zu backen. Kennst du so Kindheitsspielchen? Hast du es in deiner Kindheit gehabt? Bei Bäckers hat's gebrannt, Kennst du das noch? Nein. Bei Bäckers hat's gebrannt. Machen wir das? Das haben bei uns nur die Mädels gemacht. Komm, kennst du noch? Komm. Also, bei Bäckers hat's gebrannt, Brand. Da bin ich schnell gerannt, ran. Meine List fiel in den Dreck. Da war mein Name weg. Du hast doch einen Dachschaden. Ich weiß es nicht mehr. Wie beim Sprint in der Zielgeraden habe ich durch so einen billigen Bauerntrick, das war ein richtiger Bauerntrick, dann habe ich richtig. Ja, das war richtig link. Das war richtig link. Also mit link dem Kinderspiel hat er mich reingelegt. Ja. Ah, das komische Spiel da, der Bäcker hat da. So ein und der ist drauf reingefallen, Joshi. Ein alter Bauerntrick. Echt jetzt? Ja. Und das zählt als Abklatsch? Ja, das zählt als Abklatsche. Laut Notar schon. Und somit hast du verloren. Und jetzt kommen wir zum Abklatschen. Ihr seht jetzt den Innenraum, der ist jetzt schon komplett weiß. Das heißt, er hat die perfekte Temperatur. Wenn man mal genau auf den Thermometer schaut, den ich reingesteckt habe, sieht man fast 400 Grad. Guckt euch das an. Ich habe das Tor zur Hölle gebaut. Mr. Postman, did I get mail? Did I get a letter? Did I get a postcard? Woo, Mr. Postman. Hallo, wir sind da, wir haben es endlich geschafft. Toll. Tobias, richtig? Richtig, ja. Murat. Hi, Tobias. Hi, schön. Conny. Ja. Tobias, hi, angenehm. Hallo. Murat, hi. Hi. Hi, Dani. Schön, freuen uns. Dani, und Tobias, wir haben von euch eine Windmühle bekommen. Ja. Die waren 4. Generation, die Mühle. Sozusagen, genau. Von meiner Oma und dann Cousin und jetzt bei uns und jetzt spielt unser Leon schon damit. Ja. Also dann hat diese Mühle eine emotionale Bedeutung. Also wenn sie ganz kaputt wäre, wäre schlecht. Ja. Ach so. Kann ich im Auto warten? Aber könnt ihr uns noch kurz zeigen, wie euer Garten aussieht? Ja. Wo hier der Platz ist? Ja, können, klar, sicher. Ihr habt richtig schöne Terrasse hier, richtig cool. Wow, das ist ja toll. Wir möchten euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben wirklich einiges zu erledigen. Das heißt, ihr geht rein und lasst uns hier draußen einfach mal machen. Okay? Und wir rufen, wenn wir fertig sind. Genau. Alles klar. Okay. Lasst euch überraschen. Machen wir. Okay. Fangen wir mal an. Wo ist der Ofen? Kann es sein, dass du mich für dumm hältst? Wir haben nur eine Frage. Hältst du mich für dumm? Ja. Ja? Meinst du, dass dass ich den hier reingekriegt hätte? Während du die ganze Zeit gepennt hast und gestern Abend mir nicht geholfen hast, hat der Murat eine tolle Idee gehabt. Alex, hörst mich? Der Adler landet in seinem Horst.
Leonie, hi. Hi Leonie. Leonie, guck mal, und zwar Katastrophe, da kommt sie gerade angelaufen. Und der hat mir mein ganzes Leben schon versaut, die letzten 15 Jahre. Für eine Familie haben wir einen Pizzaofen gebaut und der ist ziemlich schwer. Und normalerweise kann ich das alleine. schwer. Ja, normalerweise kann ich es alleine tragen, aber ich habe gestern Abend noch trainiert und habe mich ein bisschen verhoben. Deswegen wäre es cool, wenn ihr mir vielleicht helfen könntet. Kriegen wir hin. Kriegen wir es hin? Ja, klar. Saugeil. Also kommt, dann helft mir kurz. Cool. Komm, 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 komm. Wenn ihr das mit euch nicht hinkriegt, dann mit wem dann? Also ganz ehrlich. Dann fahren wir es mit dem Hubwagen erstmal ein Stück vor und dann halt Bandschlinge und pro Eck jeweils 2. Also dass wir zu 8 mal probieren, ob wir es hochkriegen, würde ich sagen. Achtung. Ja, stopp. Ja, wir müssen den Sprinter anders dahin fahren. Und der Murat hat den ganzen THW einer ganzen Kleinstadt in Beschlag genommen. Und die überlegen sich jetzt am besten, wie sie den Ofen hochbekommen, ohne den Rasen kaputt zu machen und ohne dass was passiert. Ich bringe mal den kleinen Kram hoch und bin einfach ganz still, mucksmäuschenstill und hock mich in die Ecke. Passt dann? Ja. Fertig? Ja. Hebt an. Hier vorne müssen wir umschwenken. Ja. Es war, muss ich auch ehrlich sagen, war auch nicht ungefährlich. Nee. Braucht ihr Pause zum Absetzen mal, oder? Nein, halt deinen Mund, geh einfach hoch. Nein! Gut. Up. Der meiste Weg ist geschafft. Da brauchen wir dahinter noch ein wenig Manpower. Die Treppe wird furchtbar. Ja, aber wenn wir hier dann sind und einer rutscht ab, ja, dann eigentlich ist die Treppe natürlich schon sinnvoller. Dann kam ja noch die Steigung in der Ecke. Genau, und wir dürften ja den Rasen nicht kaputt machen. Und das ist es war wichtig, weil den Rasen nicht kaputt wird. Es war alles sumpfig und nass und man ist gerutscht. Okay, 1, 2 und 3. Jetzt, nimm du gleich weg, oder? Ja, da steht Platz bis zu. Achtung jetzt. Vorsicht, ja. Achtung, Stufe. Achtung! Vorsicht, runter. Meine Pfoten sind runter. Nein, hier nicht runter. Vorsicht. Ah, warte. Hoch. Finger raus. Schuh raus. Warte, wir sind neben der Palette. Ja, wir sitzen nicht gut. Und wir heben hier hinten. Vorne mehr Leute dran. Einmal hoch, ja. Anlupfen. Vor. Ab! Nächstes Mal fahren wir einfach weiter, okay? Ich war alles okay. Ich glaube, die Aktion, den Ofen dorthin zu bringen, war krasser, als den Ofen zu bauen. Ja. Ihr hättet nicht eine Person weniger sein dürfen, wisst ihr das? Kommt nur 1, 2, 3, los! Bei uns wird es, glaube ich, passen. Wir haben auch. Das kannst du nicht lernen. Deutsche Ingenieurskunst. Jetzt stell dir mal vor, die Familie sagt, das gefällt uns gar nicht. Da haben wir richtig geschissen. Das ist wieder WM-Pokal. So, guck mal Männer, das sieht jetzt aus wie so ein Schlot, wie so ein Ding. Fabrikschlot. Wahnsinn, oder? Jetzt warten wir auf die Familie und ich bin echt mal gespannt, was sie denken, weil wie kommt man von einem Windrad auf einen Pizzaofen? Seid ihr da? Ja, wir sind hier. Okay, jetzt nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken. Das sieht Okay. jetzt ein bisschen Ding aus.
Jetzt habt ihr ein bisschen Angst gekriegt, okay? Ja. Also als die Tür hier aufging und wir dann gesehen haben, was da draußen los ist, auch mit dem THW und sowas, da mein erster Gedanke war, oh Gott, die haben uns was kaputt gemacht und das THW muss hier den Hang irgendwie stabilisieren. Was ist das Schönste im Leben? Also für mich persönlich das Schönste im Leben ist, wenn ich am Wochenende oder am Abend daheim sitze und etwas mit meinen Freunden machen kann, mit der Familie, wenn Freunde, Familie, Nachbarn zum Essen kommen und dann trinkt man was zusammen und das sind die schönen Momente im Leben. Und deswegen ist Garten für mich was ganz, ganz Wertvolles, was Wichtiges. Und ich habe mir gedacht, ich grill sehr, sehr gerne im Garten und wir haben aus eurer Windmühle oder zuerst das, was davon übrig geblieben ist, haben wir was Tolles gemacht, weil die konnte man wirklich nicht mehr restaurieren, weil es alles morsch war. So, und dann haben wir gedacht, morsches Holz, was kann man mit morschem Holz machen? Dann haben wir uns überlegt, das hier zu machen. Ja, Ach, nein, wow, wie geil. Cool ist das denn? Also wir waren völlig überwältigt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Es war völlig geflasht. Also richtig, richtig toll. Günni, komm, ich möchte den Lob jetzt nicht alleine einstecken. So. Guck mal, das ist der Typ, der deine Mühle kaputt gemacht hat. Oh. Ja. Er war's. Ja. Aber ihr seht, die Mühle haben wir integriert. Das ist so ein bisschen Industrial-Stil. Erwartet haben wir das überhaupt nicht. Ich bin davon ausgegangen, er bringt irgendwie so eine ganz kleine Mini-Windmühle zurück. Und weil irgendwie nur ein paar Euro erdreht worden sind, hätte ich niemals gedacht, dass sowas Großes kommt. Nee. Also ich denke mal, jetzt haben wir euch überrascht, weil ihr werdet nicht darauf gekommen, oder? Nee, gar nicht. Und Mega toll. die Herrschaft. Genau, das wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Also ein ganz, ganz großes Dank, einen ganz großen Dank an das THW. Wir haben uns geholfen, das Ding hochzuschleppen. Allein hätten wir es gar nicht. Niemals. 1000 Dank ans THW, wirklich. Ja. Super, vielen Dank. Wow. Die Überraschung ist uns 100% gelungen. Ich habe immer damit gerechnet, dass der Kleine irgendwie anfängt zu weinen. Aber wir haben ja diese Windmühle noch als Schlot integriert und das war toll. Das heißt, dieses Werkstück nicht weggeschmissen, das heißt, diese Erinnerung ist immer noch da, aber sieht jetzt völlig anders aus. Ja, dann machen wir jetzt Pizza. Oh, Lade. Oh, Cantare. Oh, let's fly way up to the clouds. Away from So, so genial sieht's aus. Seht ihr das? sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Ja, jetzt haben wir auch schon den Pizzawecker mit mir gemacht. Jetzt habe ich bald alles durch, langsam. Tobias, ich denke, die Überraschung ist gelungen. Ja. Und ich denke auch, ich hoffe auch, dass ihr glücklich jetzt seid damit. Toll, doch, super. Geile Geschichte, würde ich Ja. sagen. Und selber für mich überraschend. Danke nochmal an das THW, wirklich 1000 Dank. Und jetzt hier das Zepter. Und du musst sie wirklich, oh, pass auf, ganz kurz, du musst sie wirklich schnell rausholen, weil da darfst du wirklich nicht, zack. Seht ihr das? Ja, ich weiß, ich bin Italiener. Ich weiß. Und Dankeschön. Hau rein, viel, viel Spaß und 1000 Dank. Dankeschön. Danke. War echt toll, hat auch richtig Spaß gemacht. Toll. Ja. Also wir gehen. Sag mal, kannst du jetzt mal aufhören? Jetzt warte doch mal. Das ist das 4. Stück Pizza jetzt schon. Ich verteile doch gerade. Ja, du verteilst wieder, ja? Okay. Macht's gut, macht's besser. Bis zur nächsten Folge. Euer Murat und euer... Ja. Applaus. War das eine geile Folge. Das hat richtig Spaß gemacht heute. Nel blu dipinto di blu e che dici di stare lassù e volavo Venice punalte del sole con coro più su